Hallo, liebe Zuschauer und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute lösen wir gemeinsam eine spannende Matheaufgabe, die euch sicher zum Grübeln bringt. Also, bleibt unbedingt bis zum Ende dran und schreibt in die Kommentare, wie schnell ihr die Lösung gefunden habt. Hier ist die Aufgabe. Aus einer quadratischen Holzplatte wurde ein kleineres Quadrat herausgesägt. Dabei entstand ein 4 cm breiter Rahmen. Der Flächeninhalt des Rahmens beträgt 400 cm². Wir sollen den Umfang der Holzplatte berechnen. Hierzu lasst uns gemeinsam Schritt für Schritt vorgehen. Erster Schritt. Wir sollen die Aufgabe verstehen und interpretieren. Um die Aufgabe zu verstehen, sollen wir wissen, was ein Quadrat ist. Was ist dann ein Quadrat? Ein Quadrat ist ein Rechteck, der 4 gleich lange Seiten besitzt und in dem die benachbarten Seiten jeweils senkrecht zueinander stehen. Was bedeutet das? Ein Quadrat ist ein Rechteck mit 4 gleich langen Seiten, in dem die benachbarten Seiten jeweils senkrecht zueinander stehen. Machen wir ein Beispiel. Zeichnen wir ein Quadrat mit der Seitenlänge a. Also ein Rechteck mit 4 gleich langen Seiten. Die benachbarten Seiten stehen senkrecht zueinander. Nächste Information. Der Rahmen ist 4 cm breit. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben einen Rahmen, der 4 cm breit ist. Haben wir dann 4 cm. Nächste Information. Sein Flächeninhalt beträgt 400 Quadratzentimeter. Das heißt, der Flächeninhalt des Rahmens gleich dann der Flächeninhalt der quadratischen Holzplatte minus der Flächeninhalt des kleinen Quadrats. Das heißt, der Flächeninhalt der Rahmen beträgt 400 Quadratzentimeter. Haben wir dann 400 gleich der Flächeninhalt der quadratischen Holzplatte minus der Flächeninhalt des kleinen Quadrats. Das ist unsere Gleichung 1. Der Flächeninhalt der quadratischen Holzplatte ist uns unbekannt und der Flächeninhalt des kleineren Quadrats ist uns auch unbekannt. In der zweiten Schritt, wir führen dann eine Variable ein, um die gesuchte Flächeninhalte zu bestimmen. Nennen wir die Seitenlänge des kleinen Quadrats mit S. Dann ist die Seitenlänge des quadratischen Holzplatte S plus 8. Erläuterung. Also, wenn die Seitenlänge des kleinen Quadrats S beträgt, dann kommt auch dazu für die Seitenlänge des quadratischen Holzplatte links und rechts je 4 cm breite Rahmen. Die Seitenlänge des quadratischen Holzplatte beträgt dann 4 plus S plus 4. Das ist nichts anderes als S plus 8. In der dritten Schritt stellen wir dann die Flächeninhalte auf. Der Flächeninhalt der quadratischen Holzplatte beträgt dann Seitenlänge im Quadrat.
Und die Seitenlänge der quadratischen Hausplatte ist nichts anderes als s plus 8. Und der Flächeninhalt Seitenlänge im Quadrat, und zwar s plus 8, das Ganze im Quadrat. Der Flächeninhalt der kleineren Quadrats ist dann s Quadrat. Die Gleichung 1 führt dann zu 400 gleich der Flächeninhalt der quadratischen Hausplatte, und zwar s plus 8 im Quadrat minus der Flächeninhalt des kleinen Quadrats, und zwar s Quadrat. Das ist dann unsere Gleichung 2. In der nächsten Schritt lösen wir dann die Gleichung 2. Gleichung 2 führt dann zu s plus 8 im Quadrat minus s im Quadrat gleich 400. Aber wir wissen, dass dann a plus b im Quadrat ist nichts anderes als a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Oder man kann auch a plus b Quadrat schreiben als a plus b mal a plus b. Und danach rechnen wir dann a mal a, danach a mal b, danach b mal a und b mal b. Findet man immer am Ende a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Also wenn wir s mit a ersetzen und 8 mit b ersetzen, können wir dann direkt schreiben s Quadrat wie a Quadrat plus 16s wie 2ab plus 8 Quadrat, das heißt 64 wie b Quadrat, dann minus s gleich 400. Jetzt nutzen wir dann das kommutative Gesetz der Addition. Wir können dann schreiben s Quadrat minus s Quadrat plus 16s plus 64 ist nichts anderes als 400. S Quadrat minus s Quadrat auf der linken Seite der Gleichung ist nichts anderes als 0. Dann kommen wir dann zu 16s plus 64 gleich 400. Ich addiere jetzt minus 64 zu der beiden Seiten der Gleichung, um s auf der linken Seite der Gleichung zu haben. Haben wir dann 16s plus 64 minus 64 gleich 400 minus 64. 64 minus 64 auf der linken Seite der Gleichung ist nichts anderes als 0. Und 400 minus 64 auf der rechten Seite der Gleichung ist nichts anderes als 336. Das führt dazu, dass wir schreiben können 16s gleich 336. Ich teile jetzt die beiden Seiten der Gleichung durch 16, um den Wert von s zu isolieren. Dann haben wir dann 16s durch 16 gleich 336 durch 16. 16s durch 16 nicht anderes als 6 gleich 336 durch 16. Ich zerlege den Zähler und den Nenner in Primfaktoren und ich kürze den Bruch ab. Also Nebenrechnung Höhe. Ich habe da 16 ist dann 2 mal 8. Das ist nichts anderes als 2 mal 2 mal 4. Das ist 2 mal 2 mal 2 mal 2. Analog können wir auch die Primfaktorzerlegung von 336 schreiben. Und zwar 336 endet mit einer 6. Das heißt, 336 durch 2 teilbar. Das ist dann 2 mal 168. 108 und 60 endet mit einer 8. Und somit ist 168 durch 2 teilbar. Das ist dann 2 mal 84. Gleich 2 mal 2 mal 2 mal 42. 42 endet auch mit einer 2 und ist auch durch 2 teilbar. Dann können wir auch dann schreiben 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 21. S gleich dann
2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 21 geteilt durch 16. Und zwar 2 mal 2 mal 2 mal 2. Wir kürzen dann den Bruch und wir erhalten dann 21. Es gleich dann 21. Das heißt, die Seitenlänge der kleinen Quadrat ist 21. Das führt dazu, dass die Seitenlänge der quadratischen Holzplatte beträgt 21 plus 8 cm. Das ist nichts anderes als 29 cm. In der nächsten Schritt berechnen wir dann den Umfang der quadratischen Holzplatte. Der Umfang an Quadrat ist nichts anderes als a plus a plus a plus a, das heißt 4 mal a, wobei a die Seitenlänge des Quadrats ist. Das heißt, der Umfang der quadratischen Holzplatte ist dann 4 mal die Seitenlänge, und zwar 29 cm. Das ist dann 4 mal 30 minus 1 cm. Das ist nichts anderes als 4 mal 30 minus 4 mal 1 cm. 4 mal 30 ist nichts anderes als 120 minus 4 mal 1 nichts anderes als 4. 120 minus 4 ist nichts anderes als 116 cm. Der Umfang der quadratischen Holzplatte beträgt dann 116 cm. Die richtige Antwort wäre dann die Antwort E, und zwar 116 cm. Habt ihr es auch rausgefunden? Schreibt Ihre Lösungswege unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr die Aufgabe gelöst habt. Somit bin ich zu Ende dieses Tutorials angekommen. Wenn das Video Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns in das nächste Video und viel Spaß beim Üben.